Die AfD ist ja nach neuesten Umfragen jetzt sogar 1 Prozentpunkt über der CDU mit 25. Wie denken Sie darüber? Top. Ich denke, dass sie das Finanzministerium übernehmen. Kann ich nur lachen. Immer mitsteht dabei. Das ist die eine Dame da. Die gefällt uns überhaupt nicht. Mein Mann nicht und mir nicht. Die meinen Sie jetzt die Frau Esken? Ja, die mag ich nicht. Der kommt von BlackRock. Ich brauche das nicht. Glauben Sie, das ist realistisch? Ich würde sagen fast ja. Also ich hoffe zumindest, weil mir steht es bis hier mit dieser Entschuldigung, mit dieser Politik. Hey Leute, willkommen in der Realität. Die Wahl liegt nun schon ein paar Wochen zurück, aber die Frustration wächst weiterhin. Was hat Friedrich Merz daraus gemacht? Statt Kurswechsel gibt's nur leere Versprechungen. Die Leute auf der Straße sind richtig sauer. Verarsche, das Letzte. Kein Vertrauen mehr in die CDU. Und das zu Recht. Während die SPD trotz Wahlschlappe weiterhin Ministerposten kassiert und Waffen in die Ukraine schickt, fragen sich immer mehr, was ist da eigentlich los? Die AfD scheint mittlerweile die einzige Hoffnung zu sein. Und Merz, der lächelt nur in die Kameras, als ob alles gut wäre. Also, was denken die Menschen wirklich über Merz und die CDU nach den letzten Wochen? Seht selbst, was bei der Umfrage rausgekommen ist. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Auf geht's! Lug und Betrug, was der Merz alles versprochen hat und was davon übrig geblieben ist, nee. Eine Woche Nur nach der Wahl über Bord geworfen. so ist es. Der ist unten durch bei mir. Ich habe ihn auch Gott sei Dank nicht gewählt, die CDU sowieso nicht, nee. Also das ist das allerletzte, wirklich. Naja, wenn es so ist, wie es vor der Wahl war und er mal einhält seine Ausrichtung oder was er eben machen will. Seine Wahlversprechen. Genauso ist es seine Wahlversprechen. Ich habe mir gestern das angehört, es hört sich gut an, aber ich glaube noch nicht daran. Ich lasse mich überraschen. Auweih, muss ich richtig nachdenken. Also für mich, mir fällt etliches nicht. Was gefällt Ihnen nicht? Naja, man geht nicht auf die Rentner ein. Das andere ist alles so abgesprochene Sache, aber auf die Rentner geht man nicht ein. Also da hätte man mehrere Sachen zu erwähnen. Die SPD wurde ja bei der Wahl eigentlich abgewählt von den Bürgern und hat jetzt 7 Ministerien bekommen. Wie denken Sie darüber? Ja, ist natürlich ein komisches Gefühl. Ne? Eigentlich war es eine klare Ansage, dass man die SPD nicht mehr in der Regierung haben möchte. Jetzt sind sie doch wieder dabei mit 4 Ministerien. So ist halt unser politisches System. Ne? Muss man jetzt mit leben, muss man schlucken, auch wenn man es eigentlich von den Wahlergebnissen nicht haben möchte. Aber gut, so ist es. Ja, damit der Herr Merz Kanzler werden kann. Deshalb. Zugeständnisse nennt man sowas, ja. Übelst. Warum? Ja, weil die schon in der Ampel nicht geleistet haben. Und es geht so weiter. Und wenn ich denke, dass sie das Finanzministerium übernehmen, kann ich nur lachen. Mal gefallen tut's mir nicht. Ja, ich staune, dass sie so eng mit denen zusammenarbeiten auf einmal. Mir fällt auch jemand nicht, der immer mitsteht dabei. Das ist die eine Dame da. Die gefällt uns überhaupt nicht. Mein Mann nicht und mir nicht. Die meinen Sie jetzt die Frau Esken? Ja, die mag ich nicht. Ja, gut. In der SPD mögen die Leute, viele die wohl auch nicht. Ja, habe ich auch schon gehört und uns gefällt sie nicht. Wir staunen noch, dass es so lange sich hält. Warum gefällt sie Ihnen nicht? Oh, weil sie stellen mir so viele Fragen. Das ist nicht, ist nicht einfach. Weil ich mit Politik nicht so groß was im Kopf habe. So, und es interessiert mich vieles nicht. Aber es ist schlimm, wenn man das jetzt sagt. Trauen Sie Friedrich Merz zu, Deutschland aus dieser schwierigen Situation zu holen? Nein, Friedrich Merz ist für mich überhaupt nicht der Mann dafür. Der kommt von BlackRock. Ich brauche das nicht. Was mich am meisten stört, dass er Taurus in die Ukraine schicken will. Dass er den Krieg weitermachen will. Und wir wollen Frieden und keinen Krieg mehr haben. Auch die Menschen in der Ukraine nicht, bestimmt nicht. Das mit den Wahlversprechen vorher, nachher, ich glaube, da nehmen sich alle Politiker nichts. Insofern bin ich da nicht besonders enttäuscht oder besonders froh drüber. Wir haben ja auch Gedächtnisschwund bei anderen Politikern gehabt die letzten Jahre. Insofern, ja, was soll ich sagen? Man muss gucken, was kommt. Ja, leider wählt man in der Politik im Augenblick irgendwie die
nicht ganz so schlechte Alternative und nicht den Politiker, den man optimalerweise wählen würde. Das ist so das grundsätzliche Problem, was ich im Augenblick sehe. Ja? Also man wählt das kleinste Übel und dann ist es halt Merz jetzt geworden. Ja? Idealerweise hätte man noch jemand ganz anderen genommen außer Merz. Insofern Augen nach vorne und gucken, dass es auf die Reihe kriegen, uns hier stabil zu halten in der aktuellen Lage. Das finde ich am allerwichtigsten gerade. Nee, null. Was glauben Sie, wird passieren? Eigentlich wird es noch schlimmer als wie mit der Ampel. Wenn die nicht endlich was gegen diese Migration unternehmen und endlich was für unsere Industrie tun, aber die wandern ja alle ab, die Betriebe, da ändert sich doch nichts mehr. Nee. Oh nee, ich glaube nicht. Also er ist nicht besser als Scholz, würde ich mal sagen. So ist meine Meinung. Er hat gestern gestanden und hat auch nur vor sich hingelacht und gegrinst. Das haben sie alle Mann gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schafft, dass er sich durchsetzen kann. Das weiß ich nicht. Ich habe meine Zweifel, sagen wir es mal so. Und mehr gibt es da im Moment nicht zu sagen. Die AfD ist ja nach neuesten Umfragen jetzt sogar 1 Prozentpunkt über der CDU mit 25. Wie denken Sie darüber? Top, top. Ich hoffe, sie kriegen noch mehr Prozente. Glauben Sie, das wird passieren? Ich hoffe es. Aber die Brandmauer, die wird ja eh nicht eingehen. Nein, da müssten über 50% kommen. Aber das wird ja frühestens in 2 Jahren. Glauben Sie, das ist realistisch? Ich würde sagen, fast ja. Also ich hoffe zumindest, weil mir steht es bis hier mit dieser Entschuldigung, mit dieser Politik. Ja, die Menschen sind alle satt von diesen Altparteien und wollen mal was anderes. Man sollte ihnen mal die Chance geben vielleicht. Und dann wird man sehen, was da wird aus dem Staat. Was würden Sie der neuen Regierung mit auf den Weg geben wollen? Dass sie mehr an die Bürger denkt und nicht sich einkapseln und nur für sich alles rausfinden wollen. Na, die sollten mal Politik für das eigene Volk machen und nicht für andere. Schulden aufnehmen und das Geld in der Welt verteilen, das geht einfach nicht. Hier ist so viel im Argen. Gucken Sie sich die Brücken an, gucken Sie sich die Straßen an, Schulen, Pflegeheime, alles. Das geht alles am Boden. Gesundheitswesen ist das allerletzte, was hier zurzeit läuft. Und Geld haben wir nur mal für andere. Das gefällt mir absolut nicht. Und nee, tut mir leid. Sie haben mich gerade auf den schlechten Magen getroffen, also kann ich viel dazu sagen. Also ich halte mich da so ein bisschen raus. Was würden Sie sich wünschen von der Politik? Oh je. Das sind viele Sachen, wo ich mir sage, jetzt wohne ich in Köpenick, wo ich manchmal sage, oh Gott, nee, was ist jetzt alles so los hier? Ich sag mal, mit Ausländern und alles drum und dran, da haben wir auch große Probleme. Als Frau, als Beispiel, abends darf ich nicht rausgehen. Da ist wie ein Schub, da sagt man hier, ob ich der einzige Deutsche bin und da sind nur Ausländer hier. War früher nicht so gewesen, ist ganz schlimm geworden. Glauben Sie, die neue Regierung mit der GroKo wird da was unternehmen und Abschiebungen durchführen? Haben wir gesagt, da haben wir nicht so viel mehr, hört man nicht so viel und ich sage mal, da passiert auch nicht so viel. Also es wird doch immer, wir schaffen das. Ja, so ist es auch. Ja. Das sieht man mit vielen Sachen. Das ist mit unseren Steuern genau dasselbe als Rentner, was wir zahlen müssen. Für andere Sachen ist genug da, für den Krieg und das alles, dass der Zelensky genügend an Waffen und alles kriegt und dann Gelder und bei uns wird das immer mehr abgezogen. Ja. Wie finden Sie das? Ja, finde ich nicht schön. Irgendwann muss ja mal Schluss sein und ich sag mal auch die Frau Baerbock, die ist gegangen, hat die Gelder verteilt. Und für uns ist nachher nichts mehr übrig gewesen oder ist nichts mehr übrig. Aber da wird nicht drauf gehört. Haben Sie irgendwelche Abschiedsworte an Frau Baerbock, weil die Grünen sind jetzt... Unbedingt nicht, muss nicht sein. Weil die geht ja jetzt nach New York. Naja, wie hat mein Mann gesagt, etliche sind nach oben gestiegen und nicht nach unten gefallen. Hat sich einen schönen Job gesucht. So, Freunde, was lernen wir aus dieser Woche? Wenn Friedrich Merz sagt, mit mir wird es das nicht geben, dann könnt ihr sicher sein, es wird es geben. Ministerposten für die Abgewählten, Steuergeld für fremde Kriege und für den eigenen Bürger bleibt der erhobene Zeigefinger. Und die SPD, die hat bei der Wahl kassiert wie ein kaputter Bankautomat. Nix geliefert, alles verloren und trotzdem sitzen sie jetzt wieder im Amt. Demokratie à la Bundesrepublik. Die CDU wirft ihre Grundsätze schneller über Bord, als Nancy Faeser eine Presseanfrage ignoriert. Und während der Osten ganz klar ein Zeichen setzt, wird in Berlin weiter gedealt, taktiert und der Bürger bleibt wie immer auf der Strecke. Wenn ihr also keine Lust mehr habt auf leere Versprechen, Scheinlösung und feiste Grinsgesichter mit Parteibuch, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wer verarscht uns am besten? Merz, Scholz oder doch die Grünen? Danke euch fürs Zuschauen, bleibt kritisch, bleibt laut und vor allem
lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.